Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lost in Random. Wir sind jetzt auf der Händlerstraße. You want crispy twigs? Kids love crispy twigs. Crispy Twigs? To answer your question, yes, business is slow. Good. I'm selling crispy twigs here. Crispy twigs to trade. Seller, street socks, get your socks here. Seller, Wir sind gezinkt. Können wir trotzdem probieren, oder? Bei meinem Glück schaffe ich es trotzdem. Ey, komm mir nicht zu nah. Abstand. Ja, besser als du. Seller, street socks, get your socks here. Was ist mit Socken? Sock 2-packs, one for each of you. It's the perfect pair for the perfect pair. Warum gibt es eigentlich Fische, die mit mir labern? Ah, you're already wearing socks. Come back when you need new ones, kid. Are your parents around? Bring them back with you and tell them to bring their money. Yeah, come back with money, kid, and I'll be happy to sell you 2 or more socks. Wie willst du mir sagen, ich habe nicht genug Kohle bei? Was ist mit dem Gangster da oben? Händlerstraße. Kid, I got what all kids crave. Crispy twigs. The crispiest in town. You want a free sample of super juice? Too bad. Hey, kid, I'm running a business here. No freebies. I can. Sorry, kid. Paying Want customers crispy only. twigs? Kids love crispy twigs. Who wants some super juice? I got super juice here. Oh, Get your pre-chewed food here. vorgekautes Small and Essen. salty. Geschmeidig und weich. Food's not nice unless it's been chewed twice. Tired of mastication? Let me do the hard work for you. Brei. Lecker. Dann kommt er gar nicht hier hoch. Danke, Mike. So, Händlerstraße 2, Stadtplatz. Echt danke. Max Kleines Boy. Still dabei. Ist nicht hier Mr. Gute Laune? Auf den Punkt. Timmy auf den Punkt. And pet scorpions too. Warum so traurig? Eier Klappe da hinten. I need inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Pet spiders are a very popular pet. Tatsächlich. Oh, no, that's why. I'll just sell them. Tatsächlich. Nah, never mind. Whatever he's dressed up as, it's too close to a dice. No market for dice costumes. They're just as illegal and forgotten as the real deal.
If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Was ist mit den zwei Leuten da hinten? Stimmt da irgendwas mit dem Pathfinding nicht, oder was? Vielleicht tue ich das. Vielleicht auch nicht. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until then. Okay. Hi Timmy, irgendwelche spannenden Geschäfte, während ich weg war? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? Ich habe ein Wort, das ich tauschen würde. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Eigentlich ist es ein Satz. Schatz, ich bin zu Hause. Oh, I've heard that before. It's a common phrase, and common things don't have value, I'm afraid. No, I can't do anything with that. No trade, kid. Oh, geil. Ich mag den Humor von dem Spiel. Der ist gut. Help! Help! I'm being attacked by robots! Das ist ein Roboter? Rette Little Joe. I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Buy one, get one free. That's 2 items for the price of 1. That's a deal specifically made Cellar Street. Don't miss it. Was hast du denn zu verkaufen? Den Teller da hinten oder was? Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! That's dinner for two! Dice costume, kid. Careful you don't get arrested in it. Schurkengasse? Get your food here. I've only had dice described to me, kid, but that costume is dead on. Sale on food. My grandparents told me about dice once in whispers. Never thought I'd see such an accurate costume. Ja, ist nur ein Kostüm. The heart of Two Town was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. Hi, I'm Harry Twofold. Hi, Harry Doppler. I love the Upside Downtown. It's a whole second Two Town. Das tun viele. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Du hast deine Meinung aber schnell geändert. I have always been consistent in this. It sucks. By which I mean, it rules. Bei dir wechseln die Persönlichkeiten viel schneller als bei anderen. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the Upside Downtown. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new Upside Downtown. In welchen Stellen? Jetzt fragst du dich wirklich?
Ich gehe wohl besser. Weißt du, es ist auch in Ordnung, wenn man etwas einfach nur okay findet. Weißt du, es ist auch in Ordnung, wenn man etwas einfach nur okay findet. You know, my doctor said the same thing. That getting so overwhelmed with the upside downs of this world all the time wasn't good for me. I called him an insensitive low roller and left, but maybe this time I should listen. Gut, dass ich dir helfen konnte. Okay, have a nice And depressing. day. Even decided she couldn't quite keep up with Mr. Twofold. Hi! Hello! Schon klar, ihr seid Zwillinge. Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Oh my God! Two-timer! It's double the fun. Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Aber sind das Schlangen mit Ohren oder was ist denn? Even decided she'd already inserted herself into the lives of the twins quite enough. Ist das jetzt eine Nebenquest, den Typen da zu retten? Oder wie ist 300 plus, yippie! Ja, geht's denn? Märchen von Zweistadt. Das ist ein Fragezeichen. Wo sind wir gerade? Ist das eine Nebenquest? Ich glaube, das ist eine Nebenquest, ne? Der Geist ist immer die Hauptquest, glaube ich. Okay, warte mal, dann muss ich, glaube ich, hier lang, ne? Kann man den eigentlich so halten? Ne, der geht von alleine wieder. That's a spiffy nice costume, kid. My grandmother told me about him. Sieht aber nicht gesund aus, Leute. Also wirklich gar nicht, ne? So Augenringe hoch 15 und sowas. Kriegt ihr alle kein Sonnenlicht oder sowas? Help! Help! I've been attacked by robots! Robots. Oh oh. Nicht gesehen. Jetzt können wir. Würfel-Action. Was haben wir denn alles? Heilung und ein Schwert. Okay, nehmen wir das Schwert.
Hat mich getroffen, die Sau? Wie viel Rohr noch? Jetzt. Was haben wir denn alles schon bekommen hier? Right. Ich weiß noch nicht, wie das hier mit dem Winkel und so funktioniert. So, nochmal Schwert upgraden, ne? Den können wir anpinnen. Alter, haben die sich gerade gegenseitig gebrochen? Cool. Money, money, money. Super Dicey. So, machen wir jetzt erstmal Segen, wa? Können wir mehr Sachen benutzen. Finde ich gut. So, dann haben wir die Zeitfalle. 10 Sekunden. Für 0 Punkte. Ja, warum nicht? Achso, okay. Dann muss ich hier so ein Kreis. Alles klar. Dann machen wir das. Gebe ich mir nochmal. Ne, brauche ich ja gar nicht. Brauche ja keinen Punkt. Schnell ziehen. Kristalle werden besser. Nicht gut. Und nochmal kurz heilen. Und nochmal. Der ist gerade umgefallen. Schnellziehung verlängere die Lebensdauer der Schnellziehung um 30 Sekunden. Oh. Das ist ja cool. Heilung brauchen wir nicht. Was ist das? Zeitfalle. Ja, die können wir aber nicht. Der Rest ist erstmal, glaube ich, ja, nicht wirklich, weil ich habe ja nicht eine Waffe, ne? Na gut, müssen wir so machen. So, erstmal den Segen, machen wir alles billiger. Den können wir andocken. Dann benutzen wir das Schwert. Das benutzen wir auch. Und jetzt gibt's die Action. Bam, Junge. You saved my bacon there, kid. Gern geschehen. Look, let me repay you. With a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Was ist ein Gubbelgregger? You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Eine Belohnung. 110 Münzen. Know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid.
but do come back if by any chance you happen to find one. Okay, okay. Muss man sich also merken, ja. Dann wird denn hier so komisch geflüstert. Money, 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 money. Oder? Gibt's hier auch eine Karte? Nee. Money. Was ist das für eine komische Hose? Also der hat auf jeden Fall ein langes drittes Bein. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Ist es G? Dann lass uns das doch mal ausprobieren. Gucken, ob es klappt. Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. That's dinner for two. Hi Timmy, irgendwelche spannenden Geschäfte, während ich weg war? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? Ist aber ein Wort. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Rufen wir nicht sagen. Komisch. Wurde reingelegt. Hey, kid! I'm selling crispy tweaks here. Crispy tweaks to trade. Wurde von dem Spiel reingelegt, ey. Bin schon frech. Okay, wir haben 260 Münzis. Lass uns mal den Zweierhammer holen. Risiko. Kann ich mir gerade sowieso nicht leisten. Eins von zwei, ist das ein Bug? Oh, gut. Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. That's dinner for two. I got words for sale here. Choice words. Pluviophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Nicht kaufen, oder? Wurde er wirklich reingelegt von dem Spiel? Okay. Wo sind wir denn jetzt? Direkt da drin? Ich kann nach oben und da. Oh, guck mal, da geht's dann zu Stadt Nummer 3. Holy hell. Ach, guck mal. Da ist ja auch der Kartenverkäufer. Hätte ich mir den Weg ja nach zurück wieder, hätte ich mir sparen können, wa? Hello! Can I interest you in a potion? A potion? Ja, klar. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Oh.
You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I Double was face. getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Also wenn ich das gerade richtig gesehen habe, kriegt er so eine Art Glühbirne, wo 2 Hälften von einem Gehirn drin ist. Oder von 2 verschiedenen Gehirnen. Und wegen die linke Seite und die rechte Seite oder so. Das würde zumindest so das ein bisschen erklären. Ist das normal? Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Gibt es hier alle zweimal? Ah, a keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Einem Trank? Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, you know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Ich weiß nicht, ob ich Partei ergreifen möchte. Even with these fingers in my ear, that sounded like a no. But perhaps it was a yes? It's logical for me to assume that it was a yes. Yes. Now then, I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Aber was, wenn die Blobs nicht zur Suppe verarbeitet werden wollen? I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Ich glaube schon. Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good!
There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Ich bin keine Mörderin. Oh, nobody's going to die. It'll be fine. But I trust you, and you don't need to decide now. Get the bloobs, only give them to me instead of him. Got it? Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Mir jetzt irgendwie. Ah. Königliche Verstrickung. Das Leben einer Person war in Gefahr. Diese Person war zwar sehr verdächtig und unseriös, aber Even wollte trotzdem helfen. Sie war einfach ein guter Mensch. Alles hat zwei Seiten. Even musste 3 Bloobs für den Trankhersteller finden, damit dieser ihr mysteriöses Gebräu fertigstellen konnte. Wir sind noch dabei. Oh. Give me that money. Where's my money, Lebowski? Hier komme ich dann später irgendwann mal rein, oder was? Das ist dann meine Belohnung? Dass ich da reinkomme? Oh, was ist das? Ist das ein Springer? Nee, nicht ein Springer, ein Läufer, ne? Ein Bischof. Been dealt a bad hand, have you? Oh, never mind. Trade it in for a new one with me, old Manny Dix. 80. Die billigste Karte wäre 90, habe ich eh nicht. Da oben ist auch noch was. Hm? Quiet down! I'm old and I'm tired, and I demand you respect that. You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Was ist das? It's those dang... Oh, I don't even know what they are. Screaming wobblies. You seen them? Now they're up on my roof making noise. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Ich tue, was ich kann. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. You dang little blue critter! You haven't forgotten, have you? Your promise to get those dang things off my dang roof so that I can sleep? So alt für diesen Blub. Odo Stampf. War so alt, wie er müde war, nämlich extrem. Der endlose Lärm eines Blubs hielt ihn von der süßen Umarmung des Schlafes fern. Konnte Even jung, agil und überhaupt nicht schläfrig ihn aus dieser misslichen Lage befreien, damit er endlich in Ruhe schlafen konnte? Die Texte sind auch cool. Oh. Wie der aussieht, wie dieser
Schreikäse aus Hotel Transsilvanien oder so. Ist das eine Sprache? Sprichst du mit mir? Hm? Okay, ich beende dieses Gespräch jetzt. Eine Belohnung! Aha, ein Blub. Die vielleicht nutzloseste Kreatur in ganz random. Jedenfalls wollen uns das die Machthaber weismachen. Wer weiß, was die wirklich drauf haben, ne? Warum gucke ich hier nicht weiter? Thank you, little one. 100 Münzen als Belohnung. Geil. Ist du der Ehemann? Toke nale kanani. So, moana hela. Oh, kaskamona. Gele. Mariet skinio. Die Sprache erinnert mich irgendwie an diese aus Hollow Knight, die Sprache. Narmenaha. Akashkmona. Hona man heinik. Skan man harla. Hof nehen non maneno. Die reden ja auch immer so komisch. Oh, bedore. Skhowl wa. Oh, ma. Skena hola. Kushkamun hangasngang. Tukamona. Tukamun hanaha. Money, money, money. Ach, das ist Upside Down. Ach, da oben, die sehe ich ja jetzt erst, ey. Holy shit. Okay. Mir vorher gar nicht aufgefallen. So, was ist mit dir hier? A dice, child. Yes, you. Come closer. You, child. I believe we can be useful to each other. Kannst du mir helfen, meine Schwester zu finden? Sie sieht so aus wie ich. Not in a direct way, but there is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. Wir kennen uns nicht. Das ist kein Würfel. Das ist ein kostümierter Hund. Right. A good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice,
Well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while indeed. Wie soll ich einen zweiten Würfel finden? I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. Except... Außer? Except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. Mm-hmm. And then you give it to me, and I will take care of it. Ja, genau. Look for people to trade with in Cellar Street. Look for people to trade with in Cellar Street. Cellar Street. Also ich gehe mal gucken, wo hier noch Kohle rumliegt. Da zum Beispiel. Aber manchmal ist es echt schwer, die zu sehen, ne? Wenn es dann 5-mal am selben Ort vorbei und dann siehst du das. Man muss ja auf so viele Sachen achten, ey. So, was ist mit dem hier hinten? And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Quiet you, today is my day. Macht er ja nicht. Und die anderen sagen auch nichts. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Ich weiß halt nicht, wie teuer so eine Wörter sind, ne? Würde ich ja mal... Ich weiß auch nicht, ob man sich dann irgendwann wieder hier zurück teleportieren kann, ob man jetzt alles erst machen muss. Ach, guck mal, jetzt ist... Würdest du mir dein seltenstes Wort geben? My rarest word? That's a tall order. What do you have to offer in trade? Einen Witz. Let's hear it. Mal 7. Welches Brot kann man nicht zum Frühstück essen? How? Das Abendbrot. Oh, down, like as in duck feathers. Ah, sorry. Not a fan of puns. No trade. What do you have to offer in trade? Ein Witz. Let's hear it. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? What? Eine Kastanie. That Eine is Knaster. worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Knastanie. Let's hear it. Was ergibt 3 mal 7? Why?
feinen Sand. 789? Oh, 789. Ugh, keep that joke. I don't want it. What do you have to offer in trade? Woher weißt du das? Ein seltenes Wort. I'm listening. Ein Wort, das man nutzt, wenn sich mehrere Planeten in einer Reihe befinden. Es lautet Synergie. Das passiert, wenn sich 3 oder mehr Himmelskörper auf einer geraden Linie befinden. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Wenn es alles durchgehen wird? Your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Ein Wort, das das Lernen selbst beschreibt. Es lautet Abdubizent. Das bedeutet Vergnügen. How does a small girl like you know an adult word like that? Hermann, ein alter Schrotthändler aus Einsstadt, hat es mir beigebracht. Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlube. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Ding. Obla Examentum? What? Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Danke. Bye. Es war ein Oblektamentum, Geschäfte mit dir zu machen. Beautiful. Use it well, kid. I got so many words, kid. Got a sale on Eine Belohnung. Das Wort Oblektamentum. Das Wort beschreibt einen Quell der Freude. Wer in der Händlerstraße würde nicht etwas Wertvolles dafür eintauschen. Right now, if you're interested. I already traded with you. I'm good for words, but thank you. Enjoy oblectament. Okay. Fällt dir jemand ein, mit dem ich das Wort tauschen könnte? Kid, that's a trade secret. Can't have you stealing all my business. Hey, here's a free sample. Halcyon. It means happy and careless. First one's free, kid. Wo war denn jetzt der Händler? Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. That's dinner for two. Not you. Wouldn't happen. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Oblektamentum. Oh, that is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Sicher? Perfect. We have a deal. Enjoy it and be sure not to Gubblegreg too much on your first go. Das werde ich nicht. Great, kid. Eine tödliche Belohnung. Ein Gubblegregor. Mit diesem Baby könnte man alles Gubblegreggen. Man könnte es in der Händlerstraße aber auch gegen etwas Wertvolles eintauschen. What the heck?
Eine tödliche Belohnung. Lisbeth interessiert sich aus ihren eigenen mysteriösen Gründen für Würfel. Sie versprach eben eine Zauberkarte, selten in der Art und vom hohen Wert, wenn diese einen Würfel für sie fand. Evans Interesse war geweckt. Die Händlerstraße schien der beste Ort zu sein, um so etwas Seltenes, Wertvolles und Illegales wie einen Würfel zu finden. Okay, wer möchte jetzt meinen Gubbelwubbel haben? Was ist denn hier? Wie ist dein Name, Kleiner? Wirklich? Wow. Hast du irgendwelche coolen Blob-Gerüchte gehört? Interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Okay, Kleiner. Rein da. Alles hat zwei Seiten. Oh mein Gott, das Spiel. So, Evil musste 3 Blobs für den Trankhersteller finden, damit diese einen mysteriösen Gebräu fertigstellen konnte. 2 der 3 hatte sie jetzt schon. Jetzt, wenn ich hier nochmal zurücklaufen muss. Oh, guck mal, da oben kann man auch noch mal hin. Wo war denn der Weg da? Der war hier, ne? Oder? Nee, nicht ganz. Hier war irgendwo so eine Seitenstraße. Habe ich ja gar nicht gesehen, dass hier noch was ist. Oder kam das erst später? Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. That's dinner for two. Da oben ist auch noch ein Fragezeichen. Ach. Das ist so ein Schreikäse. Ein Blue. Da ist er. Wie ist die Lage? Hey, klassischer Blub. Schönes Wetter heute. Hey, du sagst es. Okay, ich werde dich jetzt aufheben. So, noch ein Blub. Kann man hier auch schneller runterrutschen oder so? Nee, ne? Da fehlen ja wirklich Punkte, ne? Auf den Dices. Bei der 6 sind nur 2 Punkte, bei der 5 ist nun 1 Punkt. So. So, wir können jetzt zum Tankhersteller. Wen helfen wir denn von den beiden? Das ist ja die große Preisfrage dann, ne? Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Handeln wir. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid.
Oh. Belohnung. Ein toter, vierseitiger Würfel. Ein alter, seit langer Zeit toter Würfel, der bei den Säuberungen des Keine-Würfelkrieges zerstört wurde. Das dürfte Lisbette interessieren. Ein toter, vierseitiger Würfel. Ah ja. Ist noch mal was nachgefüllt worden? Nee. Leider nicht. Okay, jetzt haben wir nur noch 3 Fragezeichen da hinten. Wegen dem Trank, ne? Wegen dem Würfel. Und dann irgendwas anderes. It's a hard business to be in, selling words, but lucky for me, Machen wir erstmal dich hier, oder was? You have the ingredients! Brilliant! That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Okay. Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Whoa, oh, this is intense. Perfect. It's just me for the first time. It's just me. Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? What the heck? Das ist meine Belohnung. Natalias Glocke. Beschwöre eine Heilglocke, die die Würfelspielerin heilt, wenn sie sich in der Nähe befindet. Der Zauber hält 60 Sekunden lang an. Stapelanpassung freigeschaltet. Ab sofort hast du immer 15 Karten in deinem Stapel. Im Kartenordnerbildschirm kannst du deinen Stapel anpassen. Thank you again. You'll come back to visit me, won't you? It's so quiet here all by myself. So lonely. You even start to miss logic. Ja, das hättest du dir halt vorher überlegen müssen, ne? Oh, jetzt kann ich den hier kaufen? Oder was? Komme ich denn hier auf die andere Seite? Warum funktioniert das nicht? So, 300 Münzis haben wir. Was können wir denn schon nicht kaufen? Explosiver Würfel, explodiert. Dreifachbomben. Schritt 1. Beschwöre 3 Bomben. Okay. Schritt 2. Schieße, um sie zu aktivieren. Okay. Schritt 3. Erfreue dich an dem tödlichen Feuerwerk. Das ist das hier Blinzelangriff. Den finde ich auch cool. Schnellziehung ist auch eigentlich ziemlich geil. Wir müssen halt nur gucken, was wir denn da so reinnehmen. Ne? Was ist das hier eigentlich? Hand des Königs. Beschwöre die mächtige Faust eines Königs, die jedem Gegner, der sich vor ihr befindet, einen Schlag versetzt. Können wir ja mal kaufen. Muss ich mir das halt nur angucken, ja, weil ich jetzt hier so reinnehme. 15 von 15. Sechzehn von 15. Ordne Anzahl.
Woran sehe ich denn, was ich schon habe und was ich nicht habe? Aber wie kriege ich die wieder raus? Guten Abend, Sarah. Oh, dir einen wunderschönen Freitag. Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche? Woche war Mist, nächste Woche wird noch mehr Mist, aber dafür nur bis Mittwoch. Oh, na immerhin. Und du kannst nebenbei immer schön Videos gucken. Ich habe einen dubiosen versteinerten Schädel, der dich interessieren könnte. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Dachtest du, ich finde keinen? I expected you would, child. This poor dice has seen so much and come to such an ignominious end at the hands of Her Majesty. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. No Dice War. Der keine Würfelkrieg? It was a catastrophe. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice, and so she waged war on them, and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic, and she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Und das zweite von der hochgeguckt und hab mich mit erschreckt. Was? Wo habe ich mich denn erschreckt? Was ist das für eine Lüge? Moment, du warst auch da? I have. It used to be so different. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden, far below random, and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Ich reise mit einem Freund.
I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Take care and random rules. 180 Münzen. Alles hat zwei Seiten. Der Trankhersteller war ein Mann, der ewig gegen sich selbst kämpfte. Er glaubte, endlich einen Weg gefunden zu haben, im Frieden zu finden. Aber Even musste entscheiden, welche Seite gewinnen sollte. Dafür brauchte sie 3 Bloops, außergewöhnliche Kreaturen, die so laut wie klein waren. Und die man finden konnte, indem man ihren hohen Schreien folgte. Good luck, Dice Wielder. And you too, little dice. Hier außen ist Innenstadt. Meinst du, so richtig beim Händewaschen sollen ihnen die Ärmel runterrutschen? Oder was? Ja. Ab Montag zum Beispiel die ersten beiden. Ja. Dann 2 Stunden, dann 3 frei und die letzte Stunde. Ja, ging wohl wahrscheinlich nicht anders. So, wir haben 4 von 5 Nebenquests, aber da ist keine Nebenquest. Oder ich habe die zu früh gemacht? Weil das wäre ja eigentlich die hier. Und die haben wir ja schon gemacht. Und die wird mir jetzt noch angezeigt. Was natürlich nicht richtig ist. Was immer da angezeigt wird, keine Ahnung, könnte ein Bug sein. Ich hoffe nicht. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Even's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Even would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Oh, I wonder if they could fix you. Mal schauen. Märchen von Zweistadt. Öffne das Tor. Oh, oh. Gegner. Folge dem Geist. Haben wir auch gemacht. Ja. Gegner. Erreiche das Ende. Brettspielarena. Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. Brettspielarena. Du steckst in einem riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Ziel dieses Brettspiels ist simpel. Rücke mit der Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Die Spielfigur rückt die Augenzahl vor, die du mit Dicey gewürfelt hast, sobald du die Zeit wieder freigibst. Landet die Spielfigur auf diesem Feld, erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner oder Geschosse im Inneren der Blase werden verlangsamt. Landet die Spielfigur hier, fliegt ein Schatzvogel über die Arena. Schieße auf ihn, damit er seinen Schatz abwirft. Tipp: Ist dir ein Kampf zu anspruchsvoll, ändere die Kampfschwierigkeit im Menü.
Ja, das ist das, was ich meine, ne? Mit dem Ausweichen halt. Volles Blatt. Eine 1. Okay, machen wir erstmal hier unseren Würfel besiegen. Dann heile ich mich. Dann machen wir hier eine Zeitblase. Und dann gebe ich mir noch ein Schwert. Wollen wir den anpinnen? Nö. Seemed as though Dicey was affecting a giant board game. Diese Weg hier ist irgendwo so ein Fluggerät da. Okay, cool. Eine 2. Ein Joker. Und eine Schnellziehung. Okay. Dann muss ich mir das immer angucken, oder was? Ist doch zufällig. Ja, schade. Ein. Okay, wir machen jetzt mal unser Schwert ein bisschen stärker. Dann geben wir uns mal noch mal so einen Bonuspunkt. Und den Würfel setzen wir hier. Incoming treasure. Incoming Treasure. Wo denn? Ah, da. Tschu, 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 tschu. Eine 2. Okay, was haben wir noch? Der Bogen ist geil. Kristallfluch ist auch nice. Können wir uns aber leider nicht beides leisten. Deswegen nehme ich mir mal den Bogen. Was war das nochmal? A slow time bubble has appeared. Ja, ja, genau. Da kommt noch was. Who will win the game? We shall soon find out. Haben wir noch Liegeviecher? Oh, erstmal günstiger machen. Heilung. Mein Schwert. Mein Schwert. Okay. Den können wir eigentlich anpinnen, wa? Das nächste Mal. Was mache ich wieder mit Brot? Beide? Eine 2. Damit haben wir es, glaube ich, geschafft. Oh, den kann ich nicht nehmen. Ah doch, kann ich. Nice. So, jetzt nochmal Schnellziehung mit den Kristallen. Andere Idee. Wir verlangsamen hier nochmal. Und zwar setzen wir genau hier hin. Und dann gebe ich mir einen Hammer. Das ist gut, oder? Du hast noch sehr viele HP.
ZGZ. Ein Glücksreh gefunden. Nice. So. Oh, schade. Ich dachte, kann hier noch zu Ende sein. Schachmatt. Aha. Ne, Schachmatt. Interessant. Oh. Da geht's gleich weiter. Eine Belohnung. Spielleiter. Wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewegt sie sich um ein weiteres Spielfeld. Sie dann eine neue Karte. Okay. Da wird mir zwar noch eine Nebenquest angezeigt, aber eigentlich haben wir die ja schon gemacht, ne? Schnellziehung. Schmiedeblinken. Joker. Da kommt noch mal so ein... Der war da vorne. Doppelt oder nichts ändere dem Zufallsprinzip die Kosten der Karten auf deiner Hand, sodass sie kostenlos oder doppelt so teuer werden. Ja, doppelt oder nichts, nee. Woran kann ich denn was wegmachen? Wie kann ich Karten hier wegmachen? Vielleicht ist das später oder so. Kann ich doch gar nicht, oder? Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Ja. Das Spiel, ey. Das ist so gut. Schade, dass es nicht auf Deutsch ist. Die Außen ist Innenstadt. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Noch eine Cutscene? Und ganz schön viele, wa? As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. I've had enough of this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, or I... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is,
I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. Mhm. Du hast eine Nanny? Not like that. Nanny Fortuna. Old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Ach, sie ist das. Was? Ich kenne sie. Sie hat meine Schwester entführt. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this dice? I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. Warum kann ich nicht einfach durch die Tür nach Dreiheit gehen? You are new, aren't you? Door to Three Town's forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3! I could fix you, but... Aber... But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Natürlich. If only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Ja, wo können wir denn so eine mutige Würfelspielerin finden, ne? Da soll man aber. Kann ich den fehlenden Punkt nicht einfach aufmalen? Ist auch geil. Wenn ich dir helfe, hilfst du mir dann auch? Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside down one. Ugh, what a nightmare. Kann ich den fehlenden Punkt nicht einfach aufmalen? Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Six Town, living the high life, relaxing by whatever it is that Six Towners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Ist der Mayor, also der Bürgermeister, ist das denn unser erster Boss oder was? Aber nur, weil ich keine war. Ich helfe dem alten Sid Meier. Thank you, thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Ich habe ein paar Fragen über Dreiheit. Erzähl mir mehr über Dreiheit. Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Hab davon gehört, ja. Also, erzähl mir vor dem... Was? Erzähl mir vom Krieg. So. Don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Okay. Ich sollte mit dem Bürgermeister reden.
even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Ja, der wird mir garantiert helfen. Irgendwie muss ich ja die Punkte raufkriegen, oder nicht? So, Märchen von Zweistadt. Dicey war der Schlüssel, der die kolossalen Tore nach Zweistadt öffnen konnte, aber nur, wenn sie eine 3 würfelten. Und dafür hatte ihr armer Begleiter zu wenig Punkte. Sie musste ihn irgendwie aufwerten. Aber wie? Geht der jetzt hier hinten oder was? Nee. Innenstadt. Außen von Innenstadt? Ah, Even. How goes the quest for my eyes? Ich habe sie noch nicht gefunden, aber ein paar Fragen hätte ich. Of course. Happy to go over something again if it'll help. Was weißt du über den Bürgermeister? Nasty side on him, I don't mind telling you. Last I saw, he was working on some insane project by the Upside Downtown construction site. Mhm. Du hast für den Kerl gestimmt? Democracy? Oh, bless you. No, the Queen and her nasty dice appointed him. The Queen and her dice control everything here and throughout random, you understand. Ja, okay. Danke für deine Hilfe, Sidney. Anytime, Even. And thank you for helping me find my eyes. I know you've got a good heart beneath your tiny, angry exterior. Money. Was ist das hier, eine Ladezone oder was hier? Wo kommt denn die Kamera so nah ran? Okay. Das ist wieder so ein kleiner NPC. Aber wisst ihr was? Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.